Willkommen zu der Voreinstellung Kopfbewegung plus Controller. Mit dieser Voreinstellung kannst du deinen Computer mit der Bewegung deines Kopfes und einem Controller wie einem Xbox-Controller bedienen. Alles, was du dazu benötigst, ist eine Webcam und ein Xbox-Controller wie den Xbox Adaptive Controller. Wenn du noch keinen Controller hast, gibt es in unserem Blog einen Vergleich zwischen verschiedenen Xbox-kompatiblen Controllern. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich wähle in der Einrichtung die Voreinstellung Kopfbewegung plus Controller und klicke auf Weiter. Nun lege ich fest, welche Webcam dazu benutzt wird, meine Kopfbewegung zu erfassen. Dazu scrolle ich herunter und finde eine Liste aller an diesem Computer angeschlossenen Kameras. Ich nehme die integrierte Kamera. Stell dabei sicher, dass du dich mittig vor der Kamera befindest. Also nicht so oder so, sondern ungefähr so. Unter Windows gibt es die Einschränkung, dass eine Webcam nur mit einem Programm verbunden sein kann. Das heißt, wenn du ein weiteres Programm, wie ein Videochat-Programm hast, das ebenfalls eine Webcam benötigt, brauchst du entweder eine zweite Webcam oder ein Programm, um dein Kamerabild zu teilen. Außerdem kann es vorkommen, dass dein Kamerabild schwarz erscheint. Das passiert, wenn eine Antivirensoftware auf deinem Computer den Zugriff auf die Kamera für Semonox Access blockiert. Gehe dann bitte in dein Antivirenprogramm und erlaube Semonox Access den Zugriff auf deine Kamera. Ich klicke auf Weiter. Nun wähle ich aus, welchen Controller Semonox Access für die Bedienung benutzen soll. Dazu scrolle ich nach unten und finde eine Liste aller an diesem Computer angeschlossenen Controller. Ich habe nur einen Controller angeschlossen und wähle ihn aus. Die Verbindung kann ich testen, indem ich meinen Controller nehme und die A-Taste drücke. Unter Windows kann es vorkommen, dass Xbox-Controller das Startmenü und andere Microsoft-Anwendungen unvollständig steuern. Wir empfehlen, diese Funktion mit einem Klick auf diese Checkbox zu deaktivieren. Ich klicke auf Weiter. Damit ist die Einrichtung komplett und ich klicke auf Fertig. Das erste, was ich sehe, ist ein orangener Punkt in der Mitte vom Bildschirm. Wir nennen diesen Punkt die Spur. Die Spur folgt meinen Kopfbewegungen. Das heißt, bewege ich meinen Kopf nach links, geht die Spur nach links. Bewege ich meinen Kopf nach rechts, geht die Spur nach rechts. Nach oben geht die Spur nach oben oder nach unten geht auch die Spur nach unten. Wenn ich nun den A-Knopf drücke, mache ich einen Klick. Lasse ich den A-Knopf gedrückt, kann ich ganz genau nacharbeiten, wohin ich klicken möchte. Nun möchte ich etwas suchen. Dazu bewege ich die Spur über meinen Webbrowser, drücke den A-Knopf, lasse ihn los und schon öffnet sich mein Webbrowser. Jetzt möchte ich meinen Suchbegriff in die Suchleiste eingeben. Dazu bewege ich die Spur über die Suchleiste und drücke den B-Knopf. Bei einem erneuten Zoom kann ich das Eingabefeld ganz genau auswählen. Nun öffnet sich das Aktionsmenü. Im Aktionsmenü stehen mir unterschiedliche Aktionen zur Verfügung. Zum Beispiel Hochscrollen, Linksklick, Doppelklick, Rechtsklick, Drag and Drop, Tippen, Schließen oder Runterscrollen. Ich möchte tippen, also bewege ich die Spur über Tippen, warte eine Sekunde und schon öffnet sich unsere virtuelle Tastatur. Dort kann ich den Suchbegriff Buchstabe für Buchstabe eingeben. Und am Ende gehe ich auf Enter, um die Suche auszuführen und schließe die Tastatur. Nun möchte ich in meinen Suchbegriffen herunterscrollen. Dazu bewege ich die Spur weiterhin über das Fenster und drücke den B-Knopf. Hier gehe ich auf Runterscrollen und dann auf Schließen. Nun könnte ich auf eines der Suchergebnisse auch klicken. Wenn nun die Kamera nicht mittig über dem Bildschirm angebracht ist, habe ich weiterhin die Möglichkeit, die Kopfsteuerung neu auszurichten. Dazu bewege ich die Spur an den rechten Rand und finde das Panel. Dort gibt es weitere Aktionen, unter anderem auch Kopf ausrichten. Wenn ich hier eine Zeit lang über Kopf ausrichten verbringe, öffnet sich die Funktion. Ich bewege meinen Kopf mittig vor dem Bildschirm
und die Spur ist zentriert auf dem Bildschirm neu ausgerichtet. Das war eine kurze Übersicht über die Voreinstellung Kopfbewegung plus Controller. Schau dir gerne noch weitere Videos an oder besuche unseren Hilfebereich. Ich wünsche dir viel Spaß!